Hi und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich war weg. Ich war vor kurzem 4 Wochen ganz alleine in einem Airbnb in Antalya. 4 Wochen voller Abenteuer, neuen Erfahrungen und wundervollen Erinnerungen. Ich bin also dem hektischen Alltag entflohen und nehme euch mit auf eine Reise durch meine unvergesslichen Momente. Um dem schlechten Wetter in Hamburg zu entkommen, flog ich also ins über 2000 Kilometer entfernte Antalya, eine Stadt voller pulsierender Energie und atemberaubender Aussichten. Als ich mein Airbnb betrat, war ich froh, dass es genauso aussah wie auf den Bildern, denn manchmal bekommt man nicht das, was man gebucht hat. Ich hatte ein sauberes Zimmer mit eigenem Balkon, also ein sehr gutes Gefühl, und ich wusste, dass die Reise gut werden würde. Also ich finde, die Unterkunft ist schon, ja, man sollte sich schon wohlfühlen. Allerdings war ich in der Wohnung nicht alleine. Also es gab noch 3 weitere Mitbewohner, die ich selten sah, da die Wohnung recht groß war. Wir haben also das Badezimmer und die Küche zusammengeteilt, und dann gab es natürlich noch einen tierischen Mitbewohner, die Türkentaube, die fleißig am Brüten war. Die Wohnung lag sehr zentral, hatte sogar einen eigenen Sicherheitscode an der Tür, also nicht jeder konnte reinkommen. Es gab einen eigenen Aufzug. Die Wohnung war okay, nicht modern eingerichtet, aber trotzdem in einem sehr guten Zustand. Das Zimmer kostete mich um die 19 Euro pro Nacht und war eines der günstigsten Airbnbs, die ich in der Hauptsaison gebucht habe. Was ich den ganzen Tag gemacht habe, fragt ihr euch. Ich bin jeden Tag zum Strand gelaufen und bin dafür gefühlt 30 Treppen hoch und runter gegangen. Ich liebe das Meer, das Tauchen, und vor allem kann ich das Meer stundenlang beobachten. Das Wasser war teilweise so kristallklar, dass ich in die Schönheit der Natur eintauchen konnte. Es war wunderbar. Ich glaube, ich bin so die langweiligste Urlauberin überhaupt, denn ich kann den ganzen Tag am Meer verbringen oder auch im Meer. Also ich musste wirklich einmal am Tag ins Meer springen, weil es das Mittelmeer nicht in Hamburg gibt und ich es nicht missen möchte. Aber meine Beauty Days habe ich eiskalt am Strand durchgezogen. Ich meine, da kenne ich ja nichts, ne? Geselme, Mask, Beauty Day. Ich war nie alleine, denn es gab immer eine Katze, die sich ihre Streicheleinheiten abholen wollte und vor allem auch gerne meine Liege belegt hat. Oder eine Katze, die mir täglich zeigte, wie sehr sie sich um ihre Kätzchen kümmert. Aber es gab auch einige Streitigkeiten. Die Luft war aber schon sehr trocken teilweise, dass mir nach ein paar Tagen die erste Ader im Auge geplatzt ist. Das habe ich auch noch nie so erlebt. Also ich rannte für ein paar Tage nur mit einer Sonnenbrille rum. Natürlich wäre keine Reise nach Antalya vollständig, ohne die lokalen Erlebnisse zu genießen. Ich habe traditionelle türkische Küche wie Künefe probiert. Liebe ich. Künefe ist eine reichhaltige Süßspeise, das aus feinstem Engelshaar, milderem Käse und süßem Zuckersirup hergestellt wird. Generell habe ich dort sehr oft in lokalen Restaurants gegessen, keine Burger, keine Pizzen, sondern eher traditionelle Küche. Der türkische Tee wurde zu meinem täglichen Grundnahrungsmittel und ich konnte nicht genug davon bekommen. Vom Bummeln durch die charmante Altstadt, den belebten Marktplätzen, der alten Architektur bis hin zum leckeren Kuchen bei meiner Freundin war jeder Tag ein neues Abenteuer für mich. Ich nahm alles mit offenem Herzen und Abenteuerlust an. Mit der Zeit wurde nicht nur meine Haut brauner, sondern auch meine Haare heller. Das mag ich ganz gerne. Und meine tägliche Dosis Vitamin D, die ich versuchte aufzunehmen. Wusstet ihr, dass die Sonne eure Vitamin D-Produktion nicht anregen kann, wenn sie nicht hoch genug am Himmel steht? Viele Menschen denken oft, dass sie Vitamin D produzieren, wenn die Sonne scheint oder sie draußen in der Sonne sind. Dies ist jedoch nicht der Fall. Durch meine Airbnb-Buchungen haben sich auch ein paar Freundschaften entwickelt, und immer wenn ich dort bin, dann gehe ich meine Freunde besuchen auf einen Tee oder wir gehen zusammen essen oder machen sonst irgendetwas. Also ich finde, das gehört sich auch, einmal Hallo zu sagen, und ich genieße es total. Und dann waren da noch die Straßenhunde, von denen ich einige seit ein paar Jahren kenne. Schatzi, hallo. Hallo.
Ich habe es nie so richtig thematisiert, weil es auch meine Privatsache ist, aber ich engagiere mich für Straßenhunde schon seit einigen Jahren. Besonders Hunde liegen mir am Herzen. Ich hatte damals einen Straßenhund adoptiert und ja, ich nenne sie auch Schatzi, Baby und wie auch immer. Und immer wenn ich da bin, versuche ich mein Bestes zu geben. Also ich gebe Futter, Wasser oder auch mal eine kurze Abkühlung. Ich kenne auch ein paar Tierärzte, die ich im Notfall kontaktieren könnte, auch wenn viele nicht verstehen, warum ich in den Supermarkt renne, um dem Hund etwas zu fressen zu holen, mache ich es gerne. Schaut mal, wie er da wartet. Nur für dich. Die Hunde danken es mir auf ihre ganz persönliche Art und Weise. Und ich habe noch nie einen Hund gesehen, der dich nicht mag und trotzdem mit dem Schwanz wedelt. Ja. Okay. Aber wisst ihr, was das Beste daran war? Die Zeit, die ich ganz alleine für mich hatte, um nachzudenken, neue Kraft zu tanken, um die Seele baumeln zu lassen. Diese ruhigen Momente mit Blick auf das Wasser, in denen ich im Hier und Jetzt war. Das war pure Glückseligkeit. Ich habe in diesen 4 Wochen so viel gesehen, erlebt und neue Leute kennengelernt und ich würde diese Erfahrung gegen nichts auf der Welt eintauschen. Als meine Reise zu Ende ging, verließ ich Antalya mit einem Lächeln und einer Träne im Auge, denn die Erinnerungen, die ich dort gemacht habe, kann mir keiner nehmen. Sie bereichern mein Leben. Das war meine Soloreise, voller unvergesslicher Momente. Teilt gerne eure Erfahrungen mit mir. Ich hoffe, dieses Video inspiriert euch dazu, vielleicht auch mal eine eigene Soloreise zu beginnen und Erinnerungen zu schaffen, die ein Leben lang halten. Die Zahl der Alleinreisenden ist übrigens in den letzten Jahren auf 40% gestiegen. Also bis zum nächsten Mal, seid neugierig und erkundet die Welt. Tschüss!